Herzlich willkommen zum BMW e-Prix 2018. Kein einfacher Name. Die Formel E macht Station in Berlin, in der Hauptstadt. Und ich stehe jetzt auf der Rennstrecke und hier werden gleich 20 Elektro-Rennfahrzeuge langflitzen mit bis zu 225 km/h. Sie kommen von hinter mir, da ist die Start-Ziellinie und gehen dann hier in die erste Kurve. Auch wenn es anders aussieht, aber alle Fahrer haben die erste Kurve ohne Unfall gemeistert. Nun stehen auf dem Tempelhofer Feld 45 Runden an. Wobei, in der Formel E wird nach Zeit gefahren. 50 Minuten beträgt die Rennzeit. Die Herausforderung? Mit der Energie in den 28 Kilowattstunden fassenden Batterien auszukommen. Bei den vielen Beschleunigungen und Überholmanövern klappt das nicht über die gesamte Dauer. Darum wechseln die Fahrer zur Halbzeit in ein zweites Fahrzeug. Wie schnell das klappt, entscheidet auch über den Rennausgang. Der Fahrzeugwechsel entfällt in der kommenden Saison. Dann fahren alle Teams mit diesem Flitzer. Nico Rosberg durfte ihn schon mal auf den Straßen der Hauptstadt testen. Der Formel-1-Weltmeister von 2016 ist Anteilseigner der Formel E. Mit dem Rennwagen der zweiten Generation, kurz Gen 2 genannt, kommen die Fahrer über die gesamte Rennzeit. Die Batterie hat mit 54 Kilowattstunden annähernd die doppelte Kapazität bei gleichem Gewicht. Um die Budgets der 10 Teams zu deckeln, verwenden alle identische Batterien und dasselbe Chassis. Die Teams dürfen an der Motor-Getriebe-Einheit, dem Wechselrichter, der Hinterradaufhängung und der Software arbeiten, um besser zu sein als die anderen. Die Autohersteller wollen die Rennserie nutzen, um potenziellen Käufern von Elektroautos zu beweisen, wie gut sie die Technik beherrschen. Spätestens ab der übernächsten Saison treten die großen deutschen Marken in der Formel E gegeneinander an. When have we seen in the history of racing for Germany now, yeah? Mercedes against Audi, against BMW, against Porsche. I don't know if we've seen that before, but that sounds pretty damn exciting. Like when that happens, geez, yeah. that's gonna get massively good to watch. Die Formel E gibt sich volksnah. Die 10 Rennen einer Saison finden auf Kursen in der Innenstadt oder mit Blick auf die Skyline statt. In Berlin haben Stehplatzkarten 5 € gekostet. Jugendliche bis 15 Jahre hatten freien Eintritt. Es ist ein großes Familienfest an einem Wochenendtag. Die Hersteller zeigen im E-Village alles rund um Elektromobilität und laden zum Ausprobieren ein. Neben der neuen Rennwagengeneration gab es noch eine interessante Ankündigung in Berlin. Und zwar zu dieser elektrischen Rennkatze. Jaguar schafft mit der I-Pace e-Trophy eine eigene Rennserie. Genau wie die Straßenversion hat der Wagen eine 90 Kilowattstunden fassende Batterie. Einzige Unterschiede: aus Sicherheitsgründen hat der Wagen einen Überrollkäfig und aus aerodynamischen Gründen einen Diffuser am Unterboden. Der CEO und Gründer der Formel E, der Spanier Alejandro Agag, durfte in Berlin vor Publikum die ersten Runden im neuen I-Pace drehen. In der kommenden Saison treten dann 20 Nachwuchsfahrer um die Trophäe an. Die Rennserie läuft dann über 25 Minuten und füllt die zeitliche Lücke zwischen dem Qualifying und dem eigentlichen Rennen der Formel E. Wie sich der I-Pace fährt, der im Spätsommer 2018 an Kunden ausgeliefert wird, durfte in Berlin nicht nur Schauspieler Jürgen Vogel ausprobieren. Auf einem Geschicklichkeitsparcours konnten Besucher Runden mit der Straßenversion des Elektroautos drehen. Beim Formel-E-Rennen in Berlin gab es ein eindeutiges Siegerteam. Daniel Abt von Audi Sport ging als erster durchs Ziel, gefolgt von seinem Teamkollegen Luca de Grassi. Jean-Éric Vergne wurde Dritter. Abt liegt in der Fahrerwertung mit 85 Punkten nun auf Platz 4. Vergne führt die Gesamtwertung mit 162 Punkten an. Der Franzose könnte beim nächsten Rennen in Zürich und noch vor den letzten Läufen in New York für seine Weltmeisterschaft alles klar machen. Yeah, technically I can be champion in Zurich, but I don't want to think about that. I just want to ride with the same state of mind. Für die Zuschauer in Berlin war es ein toller Renntag bei perfektem Wetter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen die Elektroautos auch in der kommenden Saison ihre Runden in der deutschen Hauptstadt.